Ja, hallo zusammen. Ich bin für euch mit dem neuen Garmin Edge 850 unterwegs. Wie ihr es von meinem Kanal gewohnt seid, eine Praxistour. Das heißt, also nehmt euch einfach mit auf die Radfahrt und zeigt, wie das Gerät in der Praxis aussieht. Ich habe auch schon ein Video zum Unboxing gemacht. Das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du mal reinschauen. Wir gucken im ersten Teil ganz kurz die Einstellung des Gerätes an. Und im zweiten Teil fahre ich mit euch dann hier raus. Bin jetzt gerade schon unterwegs und ja, zeige hier meine Erfahrung mit dem Garmin Edge 850. Ja, da haben wir auch schon den neuen Garmin Edge 850. In diesem Fall haben wir auch das neue Menü, was wir jetzt auch schon von dem 1050er kennen. Das gleiche Display, es ist wirklich schön hell und ja, richtig kräftige Farben. Das kann man hier ganz gut am Query-Menü sehen. Ich zeige euch mal ganz kurz hier grob, was das Gerät alles kann, bevor wir jetzt hier in der Praxis mal die Ausfahrt machen. Wie wir es vom Edge 1050 kennen, habt ihr natürlich auch hier wieder das Steuerungsmenü oder Schnellmenü. Wir sehen hier unten hier die Leisten, die ihr auswählen könnt. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Steuerung. Ihr könnt zum Beispiel Fahrradalarme einrichten. Das heißt also, wenn euch das Rad geklaut wird, geht hier ein Piepston los und ihr bekommt eine Vibration auf die Uhr, falls ihr eine Uhr tragt, und natürlich eine Meldung auch in Garmin Connect. Ihr könnt dann auch eine Strecke suchen. Also hier zum Beispiel könnt ihr direkt eine Strecke auswählen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier direkt auch auf das Plus zu gehen und nämlich hier auch einen Routenplaner zu nutzen. Kann ich aber jetzt auf dem Gerät selber nicht empfehlen. Ihr könnt auch eine Roundtrip-Routing-Funktion machen. Das heißt also, ihr gebt einfach eine Distanz an, wo ihr dann hinfahren wollt. Das wählen wir jetzt einfach mal aus. Wir sehen hier Distanz, Standort, das wo wir jetzt gerade aktuell sind. Und die Startrichtung könnt ihr auch auswählen, wo ihr dann hin wollt, Norden, Süden, Osten. Und dann wird euch hier eine Strecke errechnet, beziehungsweise müsst ihr nichts planen. Das ist halt sehr schön, wenn ihr dann mal irgendwo auf Tour seid, wo ihr euch nicht auskennt, nicht planen wollt. Und wir können natürlich basierend auf unserer Aktivität, ich habe noch nichts gemacht, ich fand es ganz frisch mit dem Edge 850, hier dann ja, eine Strecke auswählen, die ihr schon mit dem Gerät durchgeführt habt. Leider werden hier historische Strecken von anderen Geräten nicht übertragen. Das ist ein bisschen schade und ein kleines Manko. Als nächstes gibt es dann hier Splitzeiten. Da könnt ihr nämlich Anstiege und Abstiege tracken. Das heißt also, wenn du im EMTB unterwegs bist oder im MTB, dann kannst du zum Beispiel mit Downhill fährst, hier deine Strecken ja, aufzeichnen und die entsprechend Split machen. Dafür gibt es aber hier eine eigene Aktivität, die ist nämlich die Downhill MTB Aktivität. Und wenn du da reingehst, kannst du mit der Taste links unten hier sagen, okay, ich bin jetzt gerade im Aufstieg oder ich bin in der Abfahrt, und das kannst du mehrfach machen. Dann kannst du die Abfahrten vergleichen. Und das Gerät geht dann auch auf die 5-Hertz-Technologie, die wir jetzt vom Edge MTB kennen. Das heißt also nochmal bessere Aufzeichnung des GPS-Tracks. Das wird hier komplett unterstützt. Also wenn ihr den Edge MTB habt, dann bekommt ihr hier die gleichen Funktionen mit angeboten. Aber ich würde sagen, gehen wir wieder zurück, nochmal in das Schnellmenü. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, hier unten auf die Glocke zu gehen. Da bekommt ihr dann eure Mitteilung angezeigt. Also wenn ihr das nicht haben wollt, könnt ihr es auch stumm schalten. Der Garmin Edge 850 hat natürlich dann auch einmal hier eine Wetterübersicht. Hier bekommt ihr das Standardwetter angezeigt. Wir sehen auch hier ganz neu, dass wir jetzt auch eine Karte angezeigt bekommen. Das heißt also, ihr könnt euch dann zum Beispiel auch Niederschläge anzeigen lassen. Wir sehen jetzt gerade, es lädt hier nach. Und wenn ihr auf ins Burger-Menü geht, könnt ihr auch sagen, okay, wie sieht jetzt die aktuelle Wolkendecke aus? Und wir haben heute ziemlich bewölkt und ja, das sieht man dann auch hier ganz gut. Und ihr könnt es dann auch abspielen lassen, wie sich dann hier das in den nächsten Stunden entwickelt. Es dauert leider immer ein bisschen, bis die Daten nachgeladen sind. Es ist wirklich sehr zäh. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit hier, sich das Wetter anzuschauen. Ich lasse es einfach jetzt gerade mal so laufen, wie es ist. Oben läuft jetzt gerade so eine Zeit durch. Und dann habt ihr das mit im Überblick. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze es auf der Uhr nicht. Auf der Phoenix 8 haben wir das auch. Ja, ist nice to have, aber wie gesagt, nutze ich jetzt nicht so viel. Und wir sehen jetzt auch hier nochmal in der kleinen Karte wird dann auch die Temperatur angezeigt. Ich habe jetzt Temperatur ausgewählt, das habt ihr dann auch nochmal live in Übersicht. Und natürlich dann auch die täglichen Aussichten. Als nächstes haben wir hier das Strava-Symbol. Es werden auch Strava-Live-Segmente synchronisiert. Ihr seht es hier, ein Abonnement ist nötig, um das zu nutzen. Dann habt ihr auch eine Übersicht über eure Berge in der Nähe. Das heißt also, da wird euch dann angezeigt, was dann alles hier so ist, wo ihr dann hinfahren könnt. Ihr könnt dann eine gewisse Steigung aussuchen. Und es dauert immer so einen ganz kleinen Moment, bis die Daten dann auch hier geladen sind. Ja, und so sieht es dann aus. Ihr bekommt hier Berge in den verschiedenen Kategorien. 4, 1 und höchste Kategorie. Ihr könnt oben bei den 3 Punkten das auch einstellen, was dann hier so ja, euer Kriterium ist. Das könnt ihr dann machen und wir können natürlich auch wieder rausgehen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel einen Anstieg fahren, dann klickt ihr drauf. Bekommt ihr dann auch schon angezeigt, wo das Ganze da auf der Karte ist. Wir sehen hier auch, wie die Karte dann so nachlädt. Und wenn wir jetzt auf Losgehen, dann wird es auch schon direkt berechnet. Können wir mal ganz kurz schnell gucken. Wir sehen auch hier, die Route ist direkt berechnet. Also auch die Berechnungsgeschwindigkeiten des Edge 850 sind hier wirklich sehr flott. Als weitere Option habt ihr unten auch noch Garmin Pay. Das heißt also, Garmin Pay wird ebenfalls mit unterstützt. Da kannst du deine Karten hinterlegen, was dann hier möglich ist. Und ihr könnt natürlich dann auch vom Edge 850 euer Radar verbinden oder beziehungsweise euer Licht. Das wird unterstützt.
als auch die InReach-Funktion wird mit unterstützt. Das heißt also, hier bekommst du auch Benachrichtigungen vom InReach, beziehungsweise als Fernbedienung. Es gibt dann das Wirb, könnt ihr nutzen, das ist möglich. Und ihr könnt dann auch die Musik steuern. Sie jetzt hier zum Beispiel, ja, ich habe Sportec gerade sein Apple Watch Ultra Video geschaut und das seht ihr dann auch hier, könnt ihr dann auch das Ganze steuern. Und ihr habt dann natürlich auch eine allgemeine Einstellung. Hier werden dann Sachen eingestellt, wie zum Beispiel Töne und auch Signale bzw. Sprachaussagen. Sehen Sie hier, ich habe das alles aktiviert. Approaching Summit. Genau, das ist nicht die Besonderheit. Approaching Summit. Das ist eine Besonderheit des Edge 850 gegenüber das 840er, das sind nämlich die Sprachansagen. Das kann der 840er nicht. Du bekommst nämlich hier dann auch abbiegenweise angesagt. Und du hast auch die Möglichkeit, hier die Helligkeit einzustellen. Und jetzt sind wir zum gleichen Menü wieder. Wir sehen hier automatische Helligkeit und ihr könnt dann auch sagen, welche Grund- oder maximale Helligkeit soll unterstützt werden. Ich habe jetzt hier mal 70% eingestellt. Aber das Gerät passt sich dann auch trotzdem automatisch der Umgebung an, weil hier ist ja auch ein Lichtsensor verbaut. Stichwort Sensor. Ihr könnt auch diverse Sensoren verbinden. Wir sehen jetzt hier Leistungsmesser. Dann habe ich jetzt hier auch Herzfrequenzsensor ist mit dabei. Also alles, was das Herz begehrt, wird dann ebenfalls mit hier unterstützt und kann dann hier genutzt werden. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, die verschiedenen Profile zu verwalten. Das könnt ihr einmal hier direkt über das Einstellungsmenü machen. Da könnt ihr Datenseiten einstellen. Ihr könnt die Segmente sagen, okay, für dieses Profil möchte ich zum Beispiel kein Strava Live Segment haben, könnt es ausschalten. Ihr könnt dann auch verwalten, ob es dieses Profil dann Klein Pro haben soll oder auch nicht. Und das Tolle bei Garmin Edge Geräten ist ja wirklich, dass ihr die Profile so individuell einstellen könnt, wie ihr das braucht. Das ist wirklich dann sehr gut umgesetzt für jeden Nutzer. Und wenn wir dann auf Einstellungen gehen, gibt es ja so allgemeine Einstellungen. Hier könnt ihr zum Beispiel die Konnektivität einstellen. Garmin Share wird unterstützt. Das heißt also, ihr könnt zwischen verschiedenen Garmin-Geräten auch Strecken oder Wegpunkte teilen. Das ist möglich. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, externe Anzeigen zu nutzen. Oder dann auch Connect IQ wird unterstützt. Das heißt also, könnt ihr zum Beispiel auf Connect IQ weitere Apps herunterladen auf euer Gerät. Und ganz wichtig ist natürlich Sicherheit und Tracking. Hier könnt ihr einmal die Unfallbenachrichtigung aktivieren für die verschiedenen Profile, die ihr nutzt. Oder zum Beispiel auch dann generell Live-Track einschalten bzw. verwalten. Das ist auch über den Edge 850 dann möglich. Dann würde ich sagen, werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick über die generelle Übersicht. Ihr könnt oben dann hier das Profil auswählen. Ihr bekommt auch eine Statistik angezeigt, wie viele Kilometer ihr schon mit dem Profil gemacht habt. Wie man es einstellt, hatte ich ja gerade schon gesagt. Jedes Profil ist sehr individualisierbar. Wir sehen jetzt hier die letzte Strecke, die hochgeladen worden ist. Das ist die, die wir jetzt gleich fahren werden. 20,19 Kilometer, 48 Minuten wird hochgerechnet. Das ist aber sehr sportlich von Garmin. Wenn wir weiter runter scrollen, bekommt ihr dann alle Widgets nochmal angeboten. Wetter, das haben wir ja gerade eben gesehen. Das sieht hier nochmal identisch aus. Da kommt er auf jeden Fall nochmal rein. Ihr bekommt auch eine Übersicht über Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, beziehungsweise in 8 Stunden und in 50 Minuten, glaube ich, oder 5 Minuten. Ja, 58 Minuten geht die Sonne unter. Das hast du dann auch mit im Überblick und so siehst du es dann auch für die nächsten Tage, wenn du dann eine Mehrtagestour machst, um das besser einzuplanen, wann der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist. Du bekommst natürlich dann auch alle Trainingszustände angezeigt. Wir sehen jetzt zum Beispiel Erholung. Ich habe jetzt ein bisschen das Training reduzieren müssen, war noch nicht ganz fit. Aber hier ist wirklich alles dabei. VO2 Max bekommt ihr angezeigt fürs Radfahren, die aktuelle Belastung. Und dabei wird es auch mit den Uhren synchronisiert. Das heißt also, wenn du mit einer Uhr trainierst, fließen die Daten hier mit ein und es synchronisiert alles miteinander. Das ist wirklich ein sehr gutes Ökosystem. Und dann hast du auch hier dein Gesamttrainingsload in der Übersicht. Als natürlich dann auch hier die Belastungswerte. Ich bin, wie gesagt, krank gewesen, habe jetzt einen kleinen Lauf mal gemacht. Und wir sehen auch hier nochmal die aeroben, anaeroben Belastung. Das wird schon aufgeteilt. Also so wie ihr das auch von den Garmin-Uhren kennt, habt ihr es natürlich dann auch hier auf dem Edge 850 hier abgebildet. Ihr könnt euch natürlich teilweise manche Sachen auch nochmal einzeln anzeigen lassen, zum Beispiel die Erholungszeit. Dann Watt pro Kilo ist mit dabei. Das ist bei mir jetzt nicht so besonders. Ich bin nämlich extrem schwer und ja, da ist es ein sehr mieser Wert für mich. Aber darauf kommt es ja jetzt nicht an. Und wir sehen jetzt auch hier die VO2 Max nochmal, Radfahrvermögen, als auch die Möglichkeit hier mit dem Garmin Coach zu trainieren. Das wird ebenfalls mit unterstützt. Du kannst auch eigene Trainings erstellen, aber wenn du einen Trainingsplan hast, wird es dir hier angezeigt. Und das Wettkampf-Widget ist auch mit dabei. Das heißt also, das wird ebenfalls supported und dann kannst du das ebenfalls mit verwenden. Wir sehen nochmal die Intensitätsminuten, als dann auch hier das Fitnessalter bekommst du dann angezeigt. Hier das tatsächliche Alter und dann das Fitnessalter. Und natürlich gibt es dann auch noch einen Kompass mit an Bord. Da siehst du natürlich dann hier die Daten des Kompasses. Und ihr seht auch noch ein Protokoll. Und ihr könnt natürlich auch Group Ride mit dem Gerät machen. Das ist ebenfalls mit dabei. Zu guter Letzt werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die 3 Buttons, die wir haben. Mit dem Menü-Button kommt ihr hier nochmal in das Menü hinein, was wir gerade eben gesehen haben. Ihr habt dann auch auf der linken Seite das Trainings-Button. Da bekommt ihr dann den Trainingsplan angezeigt oder auch den Power Guide, den ihr nutzen könnt für eine Strecke. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht hinterlegt.
Zu guter Letzt haben wir noch die Navigation. Hier gibt es dann einmal Karte durchsuchen, da könntest du direkt auf die Karte gehen und dich auf einen Punkt routen lassen. Es gibt die Strecken, das haben wir gerade eben schon gesehen. Dann kürzlich gefunden, ich habe mal irgendwas Spaß im Burger King gesucht, der wird noch angezeigt. Und es gibt auch eine Around Me Funktion, das heißt, also wenn ihr jetzt auf Kategorien geht, dann bekommt ihr alles Mögliche angezeigt, was in der Gegend ist. Radfahrläden, Restaurants, Cafés, Parks, also alles dabei, was es geht. Oder zum Notfall könnt ihr schauen, zum Beispiel wenn ihr jetzt zum Krankenhaus müsst und eine Klinik, dann könnt ihr das angucken. Dann sehen wir hier, gibt es auch direkt die Kliniken, die werden, sogar eine Psychiatrie wird angezeigt. Also das heißt, ihr bekommt dann wirklich alles Mögliche an Informationen und ihr könnt es dann auswählen. Und wir können auch sagen, los, und dann könnt ihr euch direkt, ja, möchte ich mit der Route fortfahren. Und dann kann er das für euch berechnen. Und hier oben berechnet er schon. Und dann haben wir hier auf der Karte auch gleich die Navigation zur nächsten Klinik. Wenn ihr das wollt, na, wo ist die jetzt? Dann sehen wir auch hier schon, die Route ist wieder berechnet und könnt ihr auch direkt dann losstarten. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Mountainbike Trail Navigation. Das heißt also, hier werden alle Trails angezeigt, die wir hier so in der Gegend haben. Und da sehen wir jetzt auch hier Bensheim, Hemsbach, Milibokus. Das ist bei uns so hier der Berg, der vieles hat. Da sehen wir ja schon alle Trails angezeigt. Und auch da könnt ihr euch dann entsprechend hin navigieren lassen, wenn ihr das möchtet. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und ja, das ist so das erste Überblick, was uns der Garmin Edge 850 anbietet. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt auch dann gleich mal los. Ja, wir starten jetzt die Tour. Wir haben jetzt hier einen Akkustand von 87%. Wie gesagt, 70% Helligkeit ist eingestellt. Und er passt sich automatisch hier die Dunkelheit an. Wir nehmen jetzt meine Strecke, die ich jetzt ausgewählt habe. Können wir hier sehen, ja, WP-Punkte Garmin Edge 850. Das sind einfach Wegpunkte. Und dann könnt ihr euch auch nochmal hier Informationen anschauen über die Strecke selber. Zum Beispiel hier genau mit Geschwindigkeit, wie das hochgerechnet wird, Durchschnitt, Anstieg, Abstieg. Die Befestigungen werden hier angezeigt, Oberflächentypen und die Streckenanforderung ist ebenfalls mit dabei. Aber das ist alles hier im moderaten Bereich. Und ihr könnt auch hier den Power Guide, den wir vorhin angelegt haben, verwenden. Das machen wir jetzt auch, gehen auf los. Dann wird der Power Guide eingerichtet. Und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt auch gleich die Route. Ja, ich würde mal sagen, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Karte von Garmin. Jetzt hier zum Beispiel, hier vorne ist eine Bahnlinie, da oben ist eine Straße. Ich bin natürlich auch gerade auf einer Straße. Wir können ganz gut sehen, wir haben hier einmal die Bahnlinie eingezeichnet auf der Karte. Wir sehen jetzt auch hier dieses Navigationsgewülst, was ich hier fahren werde. Also ich fahre jetzt einmal unter der Brücke durch, dann wieder oben drüber. Wir sehen uns auch auf meinem Rückweg schon mit dabei. Also das ist alles hier im Überblick. Du kannst natürlich auch aus der Karte rauszoomen mit dem Minus. Und wir können ganz gut sehen, dass die großen Straßen auch immer noch weiterhin den Namen angezeigt bekommen. Du hast auch die Möglichkeit, auf den Handbutton zu drücken und dann gehen wir hier direkt in die Karte rein. Hier kannst du nämlich auch durch die Karte scrollen. Du siehst hier zum Beispiel einen Wegverlauf. Ihr bekommt Strava Live-Segmente hier angezeigt. Das sind die grünen Segmente, die wir jetzt hier gerade sehen. Als natürlich auch die Fahrtrichtung. Das sind hier die Pfeile, die wir sehen. Und wir sehen hier, ich habe ja auch so eine Doppelung drin. Und ihr habt auch die Möglichkeit, noch weiter aus der Karte rauszuzoomen. Ich mache es einfach mal, um zu sehen, wie schnell das Ganze nachlädt. Sind ja auch hier alle Strava Live-Segmente mit dabei. Und wenn ihr oben auf den Zielscheibe oder auf die Zielscheibe drückt, dann kommt ihr wieder zurück in das Übersichtsmenü. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal reinscrollen, uns das noch genauer anzuschauen. Wir sind hier, alle Straßennamen sind hier enthalten. Das machen die Garmin-Karten hier wirklich sehr gut. Und auch Points of Interest sind hier dabei. Wir sehen hier verschiedene Möglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten werden hier angezeigt, Bankautomaten werden hier angezeigt und hier oben zum Beispiel Essensmöglichkeit. Also ich habe da wirklich immer alles dabei. Das machen die Garmin-Karten wirklich sehr, sehr gut. Und Garmin gehört mitunter, was Kartenmaterial angeht, auch das Beste, was ihr hier auf dem Markt bekommen könnt bei Navigationsgeräten, zumindest auch hier bei Fahrnavigationsgeräten. Was aber nicht heißt, dass andere Geräte auch keine Straßennamen hätten oder sowas. Ich meine nur so von dem gesamten Aufbau finde ich die halt schon wirklich sehr gut, was Garmin uns hier anbietet. So, wir nähern uns jetzt auch dem ersten Anstieg. Wir bekommen jetzt auch gleich eine Meldung, dass der Anstieg kommt. Dann startet nämlich auch dann hier Climb Pro. Ihr bekommt es auch schön in Orange angezeigt, wie es dann hochgeht. Und ihr seht auch dann hier schön farblich, ja, wie die Anstiege sich zusammensetzen. Sehr viel Rotanteil dabei. Ich bitte, es wackelt so, entschuldigen, ist im Kopfsteinpflaster nicht besser möglich. Ja, dann würde ich sagen, geht es gleich mal in den Berg. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz das Datenfeld an. Wir sehen hier, aktuelle Neigung ist jetzt nicht angezeigt, liegt daran, dass wir jetzt stehen. Die bekommt ihr während der Fahrt, Höhe 144 Meter. Wir haben noch 8 Kilometer Reststeigung, 7,99. Durchschnittliche Steigung sind 5%, 386 Höhenmeter sind es noch. Wir haben heute auch nur eine Steigung, hier oben ist dann noch der Verlauf. Und wir bekommen auch hier schön angezeigt, wo wir aktuell sind.
Momentan das Graue sind wir schon gefahren, das andere steht noch alles vor uns. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ganz normal auf die Karte zu gehen, wenn euch das hier zu wenig Ansicht ist. Na, wo ist es? Hier. Da. Dann könnt ihr euch die Karte normal regulär anzeigen lassen, das ist ohne Probleme möglich. Stichwort Karte, wenn ihr unten auf den Pfeil drauf drückt, dann könnt ihr euch auch Segmente, populäre Strecken anzeigen lassen. Streckenpunkte sind dabei, verkehrsreiche Straßen, also ihr könnt euch das alles hier komplett individuell einstellen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, unbefestigte Straßen wollen wir auch sehen. Dann hakt das einfach an und dann bekommt das alles detailliert hier auf der Karte mit angezeigt. Das ist auch möglich hier, das ist auch so wenig zu reduzieren, wie ihr das wollt. Auf jeden Fall auch eine Option. Ja, ganz interessant ist auch der Power Guide. Wir sehen oben hier einmal die Karte und dann sehen wir hier so Splits. Watt in 30 Sekunden. Ich drehe jetzt gerade nicht, sieht man ganz gut. Dann der Guide sagt 237 Watt treten und der Split insgesamt hat jetzt gerade 172 Watt. Wir sehen hier, Split geht auch noch 228 Meter, 225 und ihr bekommt beim Power Guide unten auch dann den Anstieg noch weiterhin mit angezeigt, was wir jetzt von Climb Pro kennen. Also so habt ihr dann auch eine Übersicht, wie ihr dann euer Splits einteilen kann. Das heißt, also die Strecke wird halt auch in verschiedenen Segmenten eingeteilt, damit ihr dann hier so ja, in den Segmenten plus minus alles schaffen könnt, was ihr euch geplant habt. Und so habt ihr das dann mit dem Überblick. Ja, und solltet ihr im Power Guide zu viel treten, sehen wir jetzt hier eine rote Zahl. Das heißt also, mit 279 Watt bin ich viel zu hoch. Das bekommt auch als Warnung angezeigt, wenn ihr dann zu viel Leistung tritt. So, jetzt verlassen wir gleich den Split. Wir waren eben viel zu langsam. Noch 25 Meter. So, jetzt kommen wir gleich in einen neuen Split rein. Wir sehen hier 168 ist jetzt der Guide. Und der geht jetzt 882 Meter der Split. Genau, und so habt ihr es dann mit im Überblick. Ja, ihr bekommt natürlich auch eine Kalorienalarmanzeige, wenn ihr das wollt. Ja, einmal bekommt ihr hier auch eine schöne Grafik angezeigt, wie dann der Verlauf nochmal ist. Und ihr könnt auch unten auf den Pfeil drauf tippen. Na. Und dann sehen wir hier Zielanstrengung, könnt ihr nämlich auch noch verändern, wenn ihr möchtet. Ihr könnt es runterdrehen und wir können auch hier zum Beispiel Windberücksichtigung ein- und ausschalten, wenn ihr das haben wollt. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und so wird der Power Guide dann auch nochmal dynamisch angepasst während der Fahrt. Und auch ganz interessant, wenn hier Gefahrenstellen kommen, zum Beispiel unbefestigte Straße, dann bekommt ihr unten auch so ein Warnsignal angezeigt und auch so eine Meldung, die ploppt dann hier auf, dass hier gleich eine unbefestigte Straße kommt. Gerade interessant für Rennradfahrer. Oder siehst du, momentan wir biegen gleich rechts ab. Da wird es dann unbefestigt. Garmin-typisches Problem, aber nicht nur bei Garmin, das gibt es zum Beispiel auch bei Wahoo. Wahoo, wir haben hier so eine Kreuzung, so eine Gabelung. Wir müssen geradeaus fahren und Garmin sagt nur Ansagen, wenn hier links oder rechts abgebogen wird. Wir sehen auch hier links die Straße, das ist gestrichelte, hier wird eingezeichnet, das ist die hier. Und wir haben jetzt rechts hier auch eine gestrichelte Linie, unbefestigte Straße. Das ist jetzt das Grüne, was hier hinter den Laternenpfosten, was es sein soll, abgeht. Und wir fahren jetzt hier geradeaus, das heißt also, Straßen sind alle drauf, Trails sind alle drauf, das sind auch wirklich sehr gute Karten. Aber wie gesagt, bei geradeausstrecken müsst ihr noch mal kurz auf die Karte gucken, wo es hingeht. Ja, dann würde ich sagen, wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Datenfelder, die können nämlich individuell einstellen. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, hier die Schaltung zu hinterlegen. Ich habe eine SRAM Red elektrische Schaltung. Wir sehen einmal die Akkustände, der Schalthebel, die Übersetzung bzw. auch die Ritzel könnt ihr euch anzeigen lassen. Und wenn ihr im untersten Gang seid, kriegt ihr so einen Piepston, dass ihr dann nicht mehr weiterschalten könnt. Das gleiche gilt auch für oben. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Herzfrequenz und die durchschnittliche Herzfrequenz anzeigen zu lassen, sowohl grafisch als auch in einer großen Zahl. Oder Trittfrequenz bzw. die durchschnittliche Trittfrequenz. Die kommen zum Beispiel von meiner Garmin Rally Pedale. Ihr habt auch eine Übersicht über die aktuelle Steigung, wenn ihr nur den Berg haben wollt. Das ist natürlich dann auch möglich. Jetzt sehen wir uns Gesamtübersichten, was noch vor uns ist. Wir haben noch 245 Meter. Es gibt dann noch eine Übersicht über die aktuelle Leistung. Es gibt es auch grafisch, könnt ihr euch das anzeigen lassen, wie natürlich auch die Herzfrequenz. Ich habe jetzt nur eine einfache Messung, habt ihr aber doppelte Messung, könnt ihr auch euch die Balance anzeigen lassen. Es gibt dann noch eine Übersicht über euer Stamina, also wie viel Restkilometer ihr noch habt, krafttechnisch. Das basiert natürlich auf eurem Leistungswert und Herzfrequenz. Und wir sehen, wenn es grün ist, dann erholen wir uns auch gerade. Und wenn es rot ist, geht dann auch hier die Leistung oder die Stamina runter. Und ihr könnt auch bis zu 10 verschiedene Daten anzeigen lassen. Das ist die maximale Anzahl, was Garmin zulässt. Wir können mit Connect IQ das Ganze noch ein bisschen erweitern. Wir sehen hier zum Beispiel, habe ich eine verbleibende Anstieg übrig gelassen. Distanz ist mit dabei. Wir haben dann hier zum Beispiel Distanzziel, sind 15,61 Kilometer. Geschätzte Ankunftszeit, Sonnenuntergang ist dabei oder auch der Akkustand des Gerätes, als auch die verstrichene Zeit. Ihr habt auch die Möglichkeit, Wegpunkte auf eurer Strecke zu hinterlegen. Ich habe zum Beispiel die Strecke jetzt auf Komoot geplant, habe sie in Garmin Connect kopiert und habe mir noch Wegpunkte hinzugefügt. Dann sehen wir hier die verschiedenen Wegpunkte. Ihr könnt es auch alles verschieden benamen.
Energie geht, ist zum Beispiel Standard von Garmin. Ich habe zum Beispiel Wasserquelle noch als Wasserquelle angegeben. Bei Garmin heißt es nur Wasser. Und ihr seht dann auch hier einmal hochgerechnet, 2 Minuten 21 wären wir dann bei der Schutzhütte. Oder dann ganz unten zum Beispiel Campingplatz in 31 Minuten bei der aktuellen Fahrgeschwindigkeit haben wir hier. Und wir haben eine Reststrecke von 15,61 Kilometer in der Übersicht. Und wenn wir hier auf die Karte gehen, können wir sehen, da oben ist auch schon die Hütte angezeigt. Das heißt also, die ist auch schon in Übersicht. Und was wir beim 850er hier haben, wir haben nämlich links 2 Tasten. Ihr könnt mich auch hier durch die verschiedenen Datenfelder durchscrollen. Das geht hier beim Edge 1050 an der Stelle nicht. Da braucht ihr auf jeden Fall eine Fernbedienung oder alles nur über Touch, wobei das bei Regen dann etwas schwieriger ist. Ja, wir nähern uns jetzt auch langsam einem Wegpunkt hier oben. So ein Häuschen, so ein Schutzhäuschen. Und schauen wir einfach mal gleich, was hier passiert, wenn wir es erreichen. Ja, jetzt sind wir auch dann gleich da und ihr seht unten, Schutzgebäude wird angezeigt. Und normalerweise in der Sprachausgabe kriegt dann auch hier noch angesagt, dass hier ein Wegpunkt ist. Ich glaube, es liest sogar noch vor, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher. Aber so habt ihr das auch in der Meldung und verpasst auf jeden Fall dann auch hier keine Schutzhäuser oder sonstige Sachen, die ihr da eingerichtet habt. Nur ein anderes vielleicht auch schon ein bisschen aufgefallen, der Edge 850 spiegelt auch so ein bisschen. Das merkt man auch beim Fahren. Das ist bei der Kamera jetzt deutlich schlimmer als jetzt in der Realität, aber ist auf jeden Fall da. Das sind andere Geräte auf jeden Fall besser. Und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Abbiegehinweise sehen wollt, können wir auch hier vorne drauf drücken oder hier oben. Und dann sehen wir auch hier schon die Übersicht, was uns dann alles hier erwartet in der nächsten Zeit. Und da habt ihr auch schon mal einen kleinen Überblick für die nächsten Abbiegungen. Aber ich würde sagen, dann fahren wir weiter bis zur nächsten Abbiegung. Weggabelung, und da bedeutet es auch wieder hier geradeaus fahren. Aber wenn ihr mal auf die Karte schaut, seht ihr hier, wie dicht das Wegenetz hier ist und das ist wirklich alles drauf. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und auch wichtige Punkte sind drauf, Quellen sind drauf. Also alles, was das Herz hier wirklich begehrt, habt ihr auf der Garmin-Karte mit dabei. Ihr könnt die Karte natürlich auch norten, wenn ihr auf den Kompass hier drauf drückt. Oder könnt die Fahrtrichtung einstellen. Das ist natürlich auch möglich. So, 200 Meter vorher bekommen wir jetzt hier das Signal, dass es jetzt gleich abgeht rechts. Also nicht 250 Meter vorher, sondern 200 Meter vorher. Und wie gesagt, hier wäre dann auch die Sprachausgabe, die dann uns das Ganze ansagen würde, im Regelfall. Im Edge 1050 funktioniert es ohne Probleme. Und ab hier geht es dann auch in 10 Meter Schritten runter. So, jetzt kriegen wir nochmal einen Hinweis, 70 Meter vorher. So, und jetzt habt ihr hier die Kreuzung. Also 70 Meter vorher kam der Hinweis nochmal. Und ja, da sind wir jetzt dort. Und zwar akkurat hat er das hier angezeigt, ohne Probleme. Ja, jetzt muss ich mal einen ganz kurzen Zwischenschnitt machen. Die Aufnahmen, die ihr seht, sind etwa 6 Wochen her. Und es gab jetzt auch schon Updates, beziehungsweise ein Update, dass die Sprachsteuerung jetzt auch wieder funktioniert, weil das hat nämlich damals nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt einfach die gleiche Strecke mal auswählen, hier Garmin-Strecke WP, das war die Strecke, die ich gefahren bin. Und diese jetzt mal starten. Und dann jetzt hier auf Losgehen. Timer gestartet. Bekommen wir dann auch schon die Verpflegungsstation in 4,1 Kilometern. Bekommen nämlich jetzt auch die Sprachansagen angesagt. Timer angehalten. Timer neu gestartet. In 80 Metern nach links. Und wie ihr es jetzt gehört habt, funktionieren die Abbiegehinweise auch via Sprachansage. Ihr könnt es auch einstellen, wenn wir von oben nach unten wischen, gibt es ja hier Töne. Und wenn ihr jetzt hier auf Töne drauf geht, geht ihr einfach auf Sprachansagen und da können dann nämlich auch unten Navigationsalarme aktivieren und die sind defaultmäßig deaktiviert. Das heißt also, wenn ihr keine Ansagen habt, dann müsst ihr einfach hier rein und ja, den Button hier einmal draufdrücken und dann wird es hier aktiviert und dann bekommt ihr auch die Abbiegehinweise. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Trainingsalarme auszuschalten, einzuschalten. Das heißt also, ihr könnt es dann auch nochmal so für euch individuell gestalten, wie ihr das dann braucht. Und was ich natürlich auch noch im Video vergessen habe, auch ganz wichtig, ist dann auch die Klingelfunktion. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel jetzt hier doppeltippen auf das Display, dann habt ihr natürlich auch eine Klingelfunktion. Wir biegen jetzt aber mal links ab und gucken mal, wie das Rerouting funktioniert. So, ich bin jetzt auch mal ein bisschen in die Karte reingezoomt. 50 Meter ist so ein kleiner Strich. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie es reagiert. Kannst du gut sehen, dass ich momentan nicht mehr auf der Tour bin. So, jetzt bekommt ihr dann einmal eine Essenserinnerung und Trinkerinnerung. So, und jetzt kommt hier der Hinweis, Navigation anhalten oder umleiten. Und dann geht den Balken zurück, dann macht nämlich die Alternativberechnung. Und die kommt dann auch relativ schnell. Zack, ist er auch schon da und er führt uns zurück auf unsere Route. Kann man sehen hier, das ganze Stück hier
bin ich falsch gefahren und auch noch berghoch. Also ich bin auch noch langsam gefahren. Und das ist nicht so gut wie zum Beispiel Wahoo. Wahoo hat hier vorne schon reagiert. Die sind sehr sensibel. Also Garmin Edge ist da mitunter auch einer der Geräte, die am längsten brauchen, bis sie da reagieren. Die Berechnung geht schnell, aber die Reaktionszeit ja, könnte aus meiner Sicht auch ein bisschen besser sein. Und ihr könnt natürlich jetzt diese Route fahren oder ihr könnt auch wieder zurück auf die Route. Das erkennt das Gerät an anderer Stelle. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie es in Abbiegenweise auf einem Datenfeld aussieht. Wir haben so 300 Meter bis zur nächsten Abbiegung. So, und dann geht hier so ein Fenster auf, 150 Meter vorher. Wir bekommen die Richtung angezeigt, Südost. Und ihr bekommt eine hochgerechnete Zeit, 1,20, bis ihr den Punkt erreicht. Dann auch, wo es hingeht, mit einem Kartenausschnitt. Das heißt also da wirklich eine sehr gute Übersicht, sogar fast besser als auf der Karte selber, weil die hochgerechnete Zeit bekommt. Gerade wenn es so ein bisschen viele Kurven gibt, seht hier auch, wie die Zeit runtergeht. Ja, bei mir ist jetzt noch eine weitere Gefahrenstelle aufgeploppt, und zwar Gefahrenstelle in der Nähe, aber keine, die jetzt hier auf der Karte hinterlegt ist wegen Abbiegung, sondern wir sehen hier ein Ausrufezeichen. Das ist eine gemeldete Stelle von einem anderen Edge-User, die ich jetzt gerade eben bekommen habe. Und ja, da werden wir gleich mal sehen, was das dann hier an Meldung ist. Es ist erstmal nur Gefahrenstelle da. Und auch bei der Gefahrenstelle können wir ganz gut sehen, hier gehen die Meter langsam runter, noch 125 Meter. Ja, wir haben auch hier lauter Schlaglöcher. Ich denke mal, das wurde von oben herunter gemeldet. So, dann kriegen wir hier die Meldung, Gefahrenstelle. Und ist die Gefahrenstelle noch da? Ich bestätige mal ganz kurz, weil die ist noch da. Aber da können wir ganz gut sehen, hier ist so ein bisschen, ist zwar schon zubetoniert worden, aber hier kommen ganz viele Schlaglöcher hintereinander. Deswegen habe ich es mal bestätigt. Und so habt ihr dann auch hier immer alles im Überblick, beziehungsweise ich finde es eine tolle Funktion. Ich würde mir wünschen, ach, schon wieder essen. Das ist wirklich jedes Mal ein Film. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass andere Fahrradnavis das auch hätten, weil das hilft wirklich allen. Und ich würde sogar wünschen, dass das sogar dezentral ausgeteilt wird oder zentral an alle Geräte. Das wäre mal eine sinnvolle Sache. Aber träumen darf man ja mal. So, jetzt sind wir angekommen. Die Tour ist beendet. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Stopp. Und wir beenden das Ganze jetzt einfach mal. Drücken wir hier auf das Fähnchen. Wir sind jetzt hier 11,34 Kilometer, 1 Stunde 25. Passt nicht ganz. Wie gesagt, ich muss den Edge einmal neu starten, um was auszuprobieren. Und jetzt haben wir hier 2 Stunden 9 haben wir wirklich gebraucht. Und 20,39 Kilometer sind wir insgesamt gefahren. Sehen auch hier, dass die Strecke nicht ganz beendet ist. Und ihr bekommt dann hier so ein paar Details angezeigt. Wir gehen jetzt einfach mal auf Speichern. Live-Track wird dann auch beendet. Und hier sehen wir dann auch nochmal hier einen Überblick, einen Belastungswert, den wir jetzt aktuell haben. Die Erholungszeit wird berechnet, 25 Stunden. Herzfrequenzsensor ist verbunden und da ist noch alles okay, was die Batterie angeht. Schaltung und auch der Leistungsmesser war dabei. Ja, und so habt ihr dann das Ganze hier nochmal im Überblick. Dann gehen wir hier oben auf Bestätigen. Und dann wird es auch schon gespeichert. Ihr könnt auch noch eine Übersicht anschauen, wie die Zeit war, die Geschwindigkeit, die Leistung, wie ihr gefahren seid. Trittfrequenz, Herzfrequenz, also alles dabei. Wenn ihr jetzt eure Nahrung getrackt hättet, dann bekommt ihr das auch hier mit in der Übersicht. Dann die Gefahrenhöhe, das unterscheidet sich natürlich jetzt ein bisschen, weil der Anstieg hier fehlt, den ich vorher gefahren bin. Und natürlich Schaltung, seht ihr auch dann nochmal. Anzahl der Ritzel bzw. Oberflächentypen bekommt ihr dann auch nochmal. Unten gibt es dann auch noch den Trainingseffekt. Seht ihr, über Basistraining war das Ganze jetzt gewesen. Genau, und so bekommt ihr dann auch eure Trainingsauswertung auf dem Edge 850. Wie gesagt, 2 Stunden und 9 Minuten sind wir gefahren. 70% Helligkeit mit automatischer Abstellung. Und wir sehen hier 67% ist der Restakku. Und wenn wir dann noch einen Blick auf die GPS-Daten werfen, so bietet uns der Garmin Edge 850 mit seinem Multiband-GPS natürlich eine sehr gute GPS-Messung. Das hat ohne Probleme möglich, seine Routen aufzuzeichnen. Ich konnte jetzt auch keine großen Unterschiede bei den Distanzen feststellen. Ich hatte jetzt auch schon weitere Touren gemacht, das funktioniert hier wirklich sehr gut. Aber das sind wir von den Garmin Edge-Geräten auch gewohnt. Ein großes Manko des Garmin Edge 850 ist eindeutig die Akkulaufzeit. Hier wird dann eine intensive Nutzung von 12 Stunden angegeben. Das heißt also normale Nutzung. Keiner nutzt das Gerät hier im Energiesparmodus, habe ich selber noch nie gemacht. Anders sieht es natürlich beim 840er aus. Hier wird eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden angegeben. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall eine große Diskrepanz, die ihr dann mit dem Display habt. Da müsst ihr für euch natürlich selber entscheiden, ob euch der 850er das wert ist mit der Akkulaufzeit oder eher der 840er. Oder ist vielleicht sogar der Garmin Edge 1050 für euch interessant.
Der hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden, ist natürlich auch nochmal deutlich größer. Könnt auch gerne mal in den Kommentar schreiben, welches Gerät für euch hier am besten zusagt. Oder es ist vielleicht sogar zu guter Letzt der Garmin Edge 1040. Schreibt es wie gesagt rein, ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Garmin sehen möchtest, beziehungsweise Fahrradnavigation, ich habe dann auch mal eine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen, da habe ich noch weitere Geräte vorgestellt, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playliste. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.